Hallo zusammen. Könnt ihr mich alle hören? Wunderbar, kann ich dich hören. Hallo zusammen. Ja, hallo zusammen. Die anderen beiden hören uns auch. Das ist doch fantastisch. That's fantastic. We need to speak today a little bit English and a little bit German. Sorry, guys, that's all for me. Okay, Nick. Okay, yes, also einen wunderschönen guten Abend. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen mehr konzentrieren als sonst, weil das könnte heute sehr spannend werden hier mit 4 Leuten. Und mein Ton, den muss ich auch noch mal eben ausmachen. Ich falle immer wieder drauf rein. So, da ist mein Ton auch weg. Also erstmal herzlich willkommen. Donnerstagabend haben wir. Es ist kurz nach 20 Uhr und wir haben die Möglichkeit, heute Abend jemanden zu sprechen, der sonst sehr selten in der Öffentlichkeit ist. Es ist nämlich Nicolas Clarke und er ist der Mann, der hinter der aktuellen und eigentlich schon seit langem der Entwicklung von Arcam Produkten steht. Arcam wiederum gehört zu Harman, da werden wir sicherlich gleich ein bisschen was erfahren. Dann haben wir, und da werden wir deshalb auch in Englisch reden müssen, wir werden aber zwischendurch sicherlich übersetzen können, also macht langsam mit uns, das wird heute ein bisschen länger vielleicht, alleine wegen der Übersetzung. Nein, wir schauen mal, wie wir es hinbekommen. Das Zweite ist, dann haben wir den Frank Eschholz. Frank Eschholz ist, ja, was ist der Frank Eschholz eigentlich bei GP Akustik? Du bist übrigens, glaube ich, der am meisten bei uns auf dem YouTube-Kanal mittlerweile zu sehen ist. Du hast keinen Ton. Mach mal deinen Ton. Nee, Ton höre ich nicht. Mikrofon mal eben an. Haben wir? Hat vorhin noch geklappt. Nee, da hören wir noch nicht. Dann musst du noch mal schauen. Da ist er. Also, jetzt hört er mich. Perfekt, Super. mein Lieber. So, Cool. erzähl noch mal. Ich habe gesagt, ich muss eigentlich mittlerweile Gage von euch bekommen oder irgendwelche Tantiemen, ne, weil ich so oft bei euch war. Ich habe euch schon so viel geholfen. Nein, wunderbar. Ganz toll und ich bin immer begeistert, bei euch sein zu dürfen. Das ist lieb. Was machst du jetzt bei GP Acoustics? Ich mache ein bisschen Marketing und schimpfe mich Produktspezialist. Also ich kenne mich auch ein bisschen mit den Produkten aus, aber schwerpunktmäßig mache ich eigentlich inzwischen Marketing. Und was ist GP Acoustics? Ja, GP Acoustics ist im Prinzip der Eigentümer der Firma KEF, Kent Engineering and Foundry, und eigentlich nennen wir uns auch immer mehr KEF, obwohl die Firma GP Acoustics heißt. KEF wurde mal vor circa 30 Jahren von GP Acoustics gekauft. KEF ist ja zu Hause in Maidstone in Südengland und GP Acoustics ist in Hongkong zu Hause, und vor 30 Jahren wurde KEF von dem Eigentümer von GP Acoustics erworben, weil er nämlich das Hobby HiFi hatte und sehr Design, Kunst verliebt und vor allem Musik verliebt ist. Und das war der Grund für ihn, ein bisschen Geld zu investieren und KEF zu kaufen und daraus eine noch tollere Firma zu machen, als sie vor 30 Jahren schon war. Sehr schön. Seit wann bist du da? Seit ziemlich genau 4 Jahren. Ich habe am 1. April vor 4 Jahren dort angefangen. Ja, und wer meint, das Gesicht kennt er tatsächlich, er war vorher bei Toshiba und da haben wir unter anderem den sagenumwobenen Film gedreht über den Fernseher 3D ohne Brille. Ja, das war eine echt heiße Kiste mit einem Fernseher, der 12.000 € gekostet hat damals. Ja, Phänomenal. aber man brauchte dafür keine 2 Brillen, also keine Brille, also eine Brille natürlich, aber 2 normalerweise immer für zu Hause. Es war eine Brille, keine Brille. Fürs Scharfsehen, nee, also eine Brille hast du nicht gebraucht, nur viel Geld, ein bisschen Geduld. Und das war schon ziemlich speziell, weil damals brauchte man 100 Panels, um einen Fernseher herzustellen, weil der Ausschuss nämlich genau 99% war. Da kann man sich auch vorstellen, dass das niemals so richtig in den Konsumentenmarkt Eingang gefunden hat. Ja, okay. Ja, und der gute Dennis ist bekannt. Er hat mal wieder ein bisschen umdekoriert. Hast du umdekoriert? Nein. Hast du neue Bilder? Nö. Nein, hast du nicht. Ne? Nö. Tattoo ist auch nichts Neues. Ne? Ist alles soweit erstmal geblieben. Ne? Alles geblieben. Gut, Katze ist auch noch da? Heute Abend noch nicht da. Wird sicherlich noch kommen. Oder bleibt im anderen Raum. Wer weiß. Okay. So, let's try it in English. Nick. Thank you very much that you have the time. It was a tough day for you, and you had made a call before for the US, I heard. So you are, I hope so, now happy to speak with us about the entertainment, I would say, and the pleasure to use your machines. You are where in the moment? There in the background is a red curtain. What is the reason for that? Well, unfortunately, we're all working from home here in the UK, you know, and
quite frankly, who'd have thought that when you and I last met at ISE in February, we'd be in this situation? But it's a crazy world we live in, unfortunately, right now. But the good thing is we're managing to make the best of it. The Arcam and Harman engineering teams are all working from home, so we're all still working hard on all the products that you guys know and love. And this is now your private cinema? That's correct. Yes. So. And it seems to me that you are a Star Wars fan, yeah? Yeah, I think Star Wars and Lego, two great things that go together. So there's far too much Star Wars Lego in this room. I'm not going to show you it all, but let's just say there's far too much. Okay, let's try it. Let's short and make the translation. Also der gute Nick, der sitzt wie alle anderen auch momentan in England zu Hause in den eigenen 4 Wänden und das eben wegen Corona. Man versucht jetzt natürlich da einigermaßen die Arbeit aufrechtzuerhalten und er ist dort jetzt in seinem privaten kleinen Heimkino, was er dort hat und ja, Star Wars Fan ist er auch und Lego Fan ist er auch und somit hat er das ganze Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Nick, what is your job in the company? I spoke that you are the brain of Arcam. You are the guy which is behind the construction, the development and the vision of the products of Arcam. Is it true? I think so, no? Pretty much, yeah. I mean, I obviously have an excellent team behind me as well, but my actual title is Senior Director of Global Engineering for Luxury Audio for Harman. So that means my role actually encompasses Arcam, Lexicon, Mark Levinson, JBL Synthesis, and some of the electronics for Revel products. But predominantly the team I lead locally in Cambridge is responsible for the Arcam products. And that means the product is developed in Cambridge? Absolutely, yes. Although we use overseas manufacturing in the Far East, as many people do, the entire product is still developed in Cambridge. So we don't put our badge on someone else's product. It's all developed there. Okay, also der Gute arbeitet in Cambridge, da ist ein großes Team natürlich und er hat einige Marken aufgeführt. Da müsst ihr Jungs mir noch mal eben kurz helfen. Was war das alles? Lexington habe ich noch im Kopf gehabt. Was gehört alles noch dazu? Lexicon, GBL, ja, also schon eine Menge. We speak about the other brands. It was Lexington, Nick, or what was it again? Lexicon, Mark yeah. Levinson, JBL Synthesis, and some of the Revel electronics. Wow. Okay, but the main focus in the moment is with the new generation of the Arcam amplifiers and the preamplifier. Absolutely, that's correct. Yeah, that's the biggest and most complex product we've ever undertaken, and I think the most satisfying. Yeah, I hope so. That's true. Also, jetzt ist er momentan natürlich voll auf das ganze Thema Arcam, Verstärker und Vorstufen konzentriert. Wir haben uns überlegt, für alle die das ganze System noch nicht kennen, weil das ist schon eine Produktgruppe, die für Arcam extrem, ja, ich sag mal, wichtig ist. Es ist schon ein sehr großer Schritt. Alles neu, Design neu, Technologie neu, alles komplett neu. Die gesamte Struktur, der Aufbau der Geräte ist neu. Dass wir vielleicht mal kurz einen kleinen Report zeigen. Frank, du hattest da was vorbereitet mit einer PowerPoint. Vielleicht kannst du uns die mal kurz zeigen. Und dann könnt ihr das ja mal kurz vielleicht kommentieren. I said to Frank that he can show us a PowerPoint with a small introduction of the presentation of the new product lineup, which will be now or is now coming in the market since December. You started in December. We have also got the first units in December. Also wir haben auch schon seit Dezember die Geräte da, könnten die auch ehrlicherweise vorführen, was aber gerade nicht geht. Aber vorführbereit ist alles aufgebaut. Wie sieht's aus? Sieht gut aus. Ich bin fertig, wenn du fertig bist. Ja, ich habe die Klappe jetzt gehalten. Gib Gas. Ja, okay, super. Dann wollen wir das mal eben teilen. So, ist ohne Brille gar nicht so einfach für mich zu sehen auf dem Bildschirm. Aber gut, hier sieht man Nick's Office. Yeah, This is the swimming pool, ja? Ja, Swimmingpool, nee, genau genommen. Es ist der Fluss Cam oder Cam, wo auch der Name Cambridge herkommt. Und dieser Fluss, der geht an den ganzen Universitäten in Cambridge vorbei und man kann da diese netten Boote mieten, die man im Vordergrund sieht und dann ganz gemächlich sich wie in Venedig durch ein Gondoliere, in dem Fall keine Gondel, sondern so ein flaches Boot, kann man sich da durch diesen Fluss oder über den Fluss bewegen.
Und das ist eine längere Fahrt, dauert so ungefähr 2 Stunden. Wenn man nach Cambridge kommt, sollte man das unbedingt tun. Ist eine tolle Geschichte. Und der Nick winkt dann vielleicht auch aus einem dieser Fenster. No? Okay, Frank, kurze Bitte, kannst du das Mikro ein bisschen mehr vom Mund halten? Ist ein bisschen dumpf. Danke dir. Ja, ich bemühe mich, dass ich ein Super, anderes Mikro bekomme. Ja, beim nächsten Mal. Kein Problem. Beim nächsten Mal. Goodie. Okay, dann next one. Next one, machen wir mal weiter. 1995 hat Arcam den ersten audiophilen Multikanal-Verstärker entwickelt. Damals noch Verstärker, kein Receiver mit Dolby Pro Logic. Und das ist natürlich nicht das Gründungsjahr. Arcam ist viel, viel älter, kommt so aus den 80ern und ist natürlich wie viele andere Firmen, die aus Cambridge kommen, durch Stereo bekannt geworden, durch hervorragende Stereoverstärker. Aber gut, 1995 war der erste Mehrkanalverstärker im Programm und der hieß Xeta One, sehr ausgefallener Name. Nick, was it the product at this time were you working for Arcam? I wasn't. I joined Arcam about 14 years ago, so about 2006. But so this product actually predates me. At the time, I was working at Tag McLaren Audio, as it turns out, also doing AV receivers. I designed the AV32R. But this is a real milestone in Arcam's history because it was the first audiophile multi-channel receiver, and it sort of set. Sorry. No problem, please. It kind of set the framework for every Arcam AVR that followed it, because all of the Arcam receivers are designed with this sort of music first mentality. The logic behind that is we all know what music sounds like. We know what a guitar sounds like. We know what a piano sounds like. So if you design your receiver as if it's a stereo product and voice it that way, then it logically follows that all of the movie sound effects are going to be reproduced correctly. So, hopefully not many of us know what a cruise missile sounds like, and certainly none of us know what a robot turning into a car sounds like. But we know what music sounds like. So if the receiver plays that properly, it's going to play the movie soundtrack properly. Dennis, hilf mir mal. Ich glaube, ich habe es soweit verstanden. I need a little bit support by the translation. Also das ist so euer ursprünglicher, das ist so euer ursprünglicher Receiver, der mehr oder weniger so die Grundeigenschaften der Klangcharakteristik festgelegt hat und an dem man sich über die Jahre immer wieder orientiert. Kann ich das so mehr oder weniger übersetzen? Ja, ne? Genau, es ging darum, also wirklich einen audiophilen Mehrkanalverstärker auch einfach mal zu schaffen, um eben zu sagen, mit einem audiophilen Gerät haben wir auch den Vergleich zur Realität, weil wir einfach wissen, wie Instrumente, wie Stimmen und alles klingen. Wir wissen nicht, wie es klingt, wie sich ein Roboter in ein Auto verwandelt und umgekehrt eben, das sind erfundene Töne. Und wenn es ein Mehrkanalverstärker schafft, Musik, in Anführungsstrichen, also die Realität korrekt und sehr gut abzubilden, dann schafft das erst recht, künstliche Töne, die wir frei erfunden haben, auch gut abzubilden. Das war die Philosophie dahinter. Nick, did you say that you were coming from Tag McLaren? Yes, that's correct. Previously, I was working at Audiolab when that was acquired by Tag McLaren. So I was at Tag McLaren Audio for 5 years, as I say, doing the AV32R, DPA32R, and other products. I didn't know because we were Tag McLaren partner at the time in the beginning of the 2000s. We were really working with Mr. Bayer. You know him, no? I do, yes. Yes, of course. We were really, yeah. And I have a McLaren. I have a Tag McLaren in my. I show you. I will pick it up from my. I have it in my room, and I show you the unit. Unbelievable! I didn't know this. That's a blast from the past, but yeah, small world. Small World. Also er hat vorher bei Tag McLaren gearbeitet. Der eine oder andere Hi-Fi, High-Ender wird diese Marke noch kennen. Eine absolut geile Marke, um es mal flapsig zu sagen. Und wir haben die Anfang 2000, haben wir die tatsächlich im Programm gehabt und haben die verkauft. Fantastische Produkte. Wirklich tolle Produkte. Okay, thank you very much. This was interesting. Yeah, I didn't know. Okay, lieber Frank, dann mach doch mal die nächste. Ausnahmsweise, weil du es bist. Und was wir hier sehen, ist das Line-Up von Arcam, was sehr, sehr überzeugend ist, schon aufgrund der Anzahl. Fängt an mit dem kleinen AVR 10, das ist also der kleinste AV-Receiver von Arcam, gefolgt vom AVR 20 und dem AVR 30. Das sind also alles integrierte Receiver mit Endstufen.
Die unterscheiden sich im Wesentlichen genau genommen auch durch unterschiedliche Endstufenkonfigurationen, aber eben auch in der Stromversorgung, einmal mit Standardtransformatoren und AVR 20, AVR 30 mit Ringkerntransformatoren. Die AV 40 ist eine reine Vorstufe und hat symmetrische Ausgänge. Und die 3 folgenden Geräte, PA 720, PA 240 und PA 410, sind für Eingeweihte sehr einfach zu erkennen, 7-, 2- und 4-Kanal-Endstufen. Man erkennt es nämlich an der ersten Zahl im Produktnamen. Die PA 720 hat 7 Kanäle, die 240 2 Kanäle, kann auch gebrückt werden. Und die PA 410 ideal zum Beispiel für Dolby Atmos, eine 4-Kanal-Endstufe. All the products are now available? On that list, yes, except the PA 410, which is a lower power 4-channel amplifier, but all of the AVRs, the AV, and the PA 720 and PA 240 are now available and shipping. Okay, also die ganzen Produkte sind bis auf die PA 410 verfügbar. Wir haben die ersten Geräte, die AV-Verstärker schon seit lange, auch die Vorstufe schon da. Und jetzt haben wir auch sogar die großen Endstufen schon verfügbar. Also das für euch zur Information. Okay, next one. Let's have a look. Nächste Folie. Ja, man fragt sich natürlich, wo kommt das Ganze her? Und man hat natürlich in den Jahren auch das Design geändert und die super erfolgreiche Vorgängerserie von der jetzigen HDA-Range ist die FMJ-Range und damit hat Arcam sich wirklich einen hervorragenden Namen in den letzten 4 Jahren aufgebaut, beispielsweise mit dem AVR 850 und AVR 390, das war der kleinere oder kleinste Receiver, war so ähnlich strukturiert wie momentan. Die neuen HDAs vom Line-Up strukturiert sind, aber mit deutlich weniger Endstufen, ein bisschen weniger Leistung und naja, wir werden sehen, dass, da gehen wir ja gleich noch drauf ein. Ich mache mal weiter mit der nächsten Folie. Yes, please. Und das ist halt die neue Serie, neues Design, moderner. Ja, wobei Design natürlich immer sehr subjektiv und Geschmackssache ist. Was der eine liebt, findet der andere ganz furchtbar. Und nichtsdestotrotz, von mir aus kann ich sagen, das Design ist absolut neutral. Und ich denke mal, es wird wenig Leute finden, die es eben nicht mögen. Und es ist einfach sehr neutral und nicht aggressiv. So. Okay, it's available in one color, ne? Oder? Ja. Which color is it? It's not really black, ne? It's so gray anthracite, oder what is it? What is it called? Ja, es heißt eigentlich schwarz schon, okay, aber es ist eher ein dunkelgrau oder ein helles Schwarz. Okay, alles klar. Gut, dann mach mal weiter. Nächste. Okay, das machen wir schnell, würde ich sagen. Da sieht man mal die Rückseite. Das ist der kleine. This is a small one. Important for this one is that this one is supporting 3D sound, but in open words, not every format. Ne? Our 3D is not integrated, but the rest of the 3D formats it's inside, Nick? No, this one will actually support Auro 3D as well, but not, if you like, the full fat Auro 3D, because the AVR 10 is a 12-channel platform, so fixed 7.1.4 configuration. Again, the Auro 3D is supported by the AVR 10? That's correct, yes. And the maximum layout would be 714? 714, yes. And it means the machine is supporting Dolby Atmos, DTS:X, and Auro 3D with 7 loudspeakers in the lower line? On the floor with the subwoofer and then 4 heights, yes. Okay. Interesting. I didn't know. In open words, I didn't know. But it's nice to hear. I need to check my specifications on my papers. And, well, also worth mentioning that Auro 3D is currently in certification, so we'll be releasing that very shortly.
Yes, also kurz zur Information, selbst der kleine AVR10 ist sogar in der Lage, alle 3 Tonformate zu unterstützen mit einem Maximallayout von 7 unten und 4 oben. Das ist also schon ziemlich beachtlich. Das ist offen gesagt für mich jetzt etwas überraschend, aber gut, das ist ja wunderschön zu hören. Und er hat eben natürlich jetzt nicht so viele Endstufen, daher muss er dann natürlich mit separaten Endstufen versorgt werden. Aber dann haben wir bereits auch in dieser Preisklasse ein System, was 7 Lautsprecher unten unterstützen würde. Und das finde ich schon nicht unspannend. Was meinst du, Dennis? Absolut. Also war für mich jetzt auch neu die Info. Ich hatte eigentlich auch eine andere Info. Vor allem, wenn wir wirklich die 7 unten haben, ist es doch wirklich ein schöner Start. Wie gesagt, Endstufe noch dazu, weil wir nur 7 eingebaute haben. Also insofern brauchen wir nochmal 4. Aber generell eine tolle Sache. Yes, okay. Ja, genau, die Zertifizierung für Auro ist noch in der Mache, wird aber dann kostenlos nachgereicht. That means for Auro 3D, I need only to make the next software update, one of the next software updates, and then it's automatically installed. That's correct, yes. Fantastic. Okay, also das ist wirklich nur eine simple Software-Update und schon hat man die volle Funktionalität. The Aromatic is working with the same features we know from the competitors, like the low, what is it called? Low, middle, high volume or settings. You have the different settings on Aromatic? That's correct, yes. I mean, that's manufacturer agnostic, you know, like all of the codec manufacturers, Dolby, DTS, and Auro, they all have an integration manual and certification process that you have to go through. So yes, we will have those features. Okay, also das Auro und auch die ganzen anderen 3D-Soundformate sind dann exakt so von den Algorithmen, wie wir das jetzt schon bereits kennen, von den, ich sag mal, üblichen Verdächtigen, die sicherlich dann Denon und Marantz beispielsweise heißen, oder nach oben hin sogar Trinov. Damit gibt es insoweit keine Unterscheidungen. Okay. So, von meiner Seite jetzt nochmal eine kleine Erwähnung der Vorstufe. Die ist übrigens immer die gleiche bei den AVR 10, 20 und 40. Und die Unterschiede liegen in den Endstufen und bei der Stromversorgung. Und dadurch kommt eben die unterschiedliche Leistung zustande. Und hier in dem AVR 10 haben wir einen normalen Transformator drin und eben AB-Endstufen. Ja, der Rest ist identisch, bis eben auch auf die Kanäle, wie wir es ja eben schon gehört haben. Und dann schalte ich einfach mal zur nächsten Folie den AVR 20. Und hier haben wir nämlich schon Ringkern-Trafo. Und bei den Verstärkern sind wir auch noch bei AB, aber wir haben volle 16 Kanäle in der Vorstufe. Okay, this is very interesting. I'm a normal consumer amateur, yeah. Also I have already the question. Do you have the 916? So what's the meaning of the 9? What kind of layouts I can use with this machine? Right, well, you can use the traditional 7 speakers, so left, center, right, surround, left, surround, right, surround, back, left, surround, right, surround, back, right, sorry. You can add front wide speakers to it, and you can have 6, and then onto the 0.6, you can have up to 6 heights. There's also additional flexibility with those additional channels that you could sacrifice some of the wide speakers or the height speakers to have additional subwoofers. So you could have, for example, a 7.4.4 configuration. Okay, also er kann tatsächlich 9 untere Lautsprecher unterstützen. Somit haben wir dann erstmal nicht die Möglichkeit, in der Klasse auch mit Front Wide zu arbeiten. Dennis, tut mir einen Gefallen. Ich hoffe, dass ich alles richtig übersetze. Ich könnte also mit Front Wide arbeiten. Da kenne ich kein Gerät, was das in dieser Preisklasse derzeit könnte. Richtig, ne? Ist mir momentan nicht bekannt. Dann haben wir die Möglichkeit, 6 Lautsprecher oben zu nehmen. Is it possible with the 6 under the ceiling that we can switch between the 6 of Dolby Atmos layout and then to the Auro 3D layout? You know, we are working with the voice of God and the center height. So we had then 6 for Auro, and then we can switch to the other 2, which are in the middle, roundabout on the line of the voice of God, but then are used by Dolby Atmos. Is this a possibility of layout? With the software as it stands, currently not. However, we do have a lot of flexibility. This is a software platform. So I'd obviously be interested to hear, you know, your opinions and requirements of what we might do for the future.
Okay, also das heißt, wir können eventuell auch damit rechnen, dass demnächst sogar noch 6 Lautsprecher oben abwechselnd als Auro- oder Atmos-Layout genutzt werden können. Das ist noch nicht momentan möglich, aber er sagte uns, mittels Software kann man sicherlich das eine oder andere machen. Schauen wir mal, wir werden vielleicht danach nochmal weiter Videokonferenzen. Gucken wir mal ein bisschen. Okay, thank you. Okay, also Power ist anderes Netzteil drin, deutlich stärker das Ganze und eben die Plattform ist für mehr Lautsprecher fürs Maximum geeignet. Very nice. Okay, next one. Wunderbar, dann gehen wir mal zum dicksten integrierten Ja. Receiver. Das ist der AVR30. Der hat dann das, was Arcam auch groß gemacht hat. Das sind die Class G Endstufen. Das ist also eine Kombination aus Class A und Class AB. Class A wird bis 50 Watt genutzt und dient so ja, den besten Klang bei moderaten Lautstärken. Und wenn Dynamik gebraucht wird, dann wird AB dazugeschaltet. Das ist auch eine von Arcam entwickelte Technologie. Und wir haben selbstverständlich einen Ringkern-Trafo für eine besonders stabile und gute Stromversorgung. Und die Endstufen haben die meiste Leistung mit 100 Watt pro Kanal. I see a question, or not a question, it's a comment. We didn't speak so in detail about DTSX Pro. Nick, it's true that your machines will support DTSX Pro? Not currently, but again, like I said earlier, it's a software platform. We have close contact with DTS, and that's definitely on our roadmap to look at. Okay, so hardware-wise, you are ready to support it. It's only a question of the software. That's correct, yeah. And the DSP definitely has the horsepower to support it. So it's a really powerful DSP inside the machine, huh? Yes, yeah, it's the latest generation of TI DSPs. In fact, there's actually two. There's one DSP for the main zone and a second DSP for the second zone. There was a limitation of previous Arcam receivers that if you had the same things playing in zone 1 and zone 2, you could only play a stereo soundtrack. Whereas with these products, you can play a multi-channel soundtrack in zone 1 and then decode that multi-channel soundtrack to stereo to play into zone 2. So you're not limiting zone 1 by playing zone 2 the same content. Wow. Okay, jetzt muss ich noch übersetzen, wäre super. Also, DTSX Pro kann nachgerüstet werden. Hardware ist vorhanden, dass man das machen kann. Auch das noch eine Frage der Software, aber man ist ja auch gerade dabei, überhaupt generell die Zertifizierung abzuschließen. Es sind 2 DSP-Prozessoren drin von TI und das sind eben die letzte, aktuellste Generation. Einer macht die Hauptzone, der andere die zweite Zone und jetzt können wir noch verschiedenste Sachen miteinander kombinieren. Wir könnten Multichannel, was richtig, auf Zone 1 ausgeben. Ich kann aber Zone 2 dann in Stereo sogar wiedergeben, parallel. Und das sind schon ein paar interessante Features, wo man sagen muss, das ist auch in dieser Kategorie nicht so häufig vertreten, dass man da tonformattechnisch jetzt wirklich noch ein bisschen wild hin und her schalten kann. Okay, very nice. Yeah, let's go to the next one, please. Dann sind wir schon beim beim AV40. Und, Preamplifier, die Vorstufe. Ja. Die Vorstufe, richtig. Und da haben wir dann symmetrische Ausgänge, XLR für alle 16 Kanäle. Und ja, das ist natürlich eine wunderbare Basis für eine Handvoll powervoller Endstufen sozusagen. Und idealerweise zu nutzen mit der PA 240, der Zweikanal-Endstufe in Class G oder der PA 720 ebenfalls in Class G. Okay, any comments, Nick? I think this is your most loved baby. Well, yeah, I mean, the AV40 is definitely the sort of jewel in the crown because it also gives people, real flexibility in the amplification that they attach to it. And as you see on the screen there, it says use with the Arcam PA240. I mean, what we've done at some ISE shows in the past is turn up with a pre-processor like this and then a bunch of PA240s or equivalents all in bridged mono mode, and that's about 1 kilowatt a channel. So you really do get a pretty stunning system out of that. Das müsst ihr mir jetzt aber bitte übersetzen, ihr Jungs da drüben. Dennis oder Frank, sag das nochmal bitte. You need to translate this, please. Mit den Endstufen jetzt? Ja. Die Besonderheit, die er da gerade sagte. Bitte?
Die Besonderheit, die er da gerade sagte. Ja, du hast eben die große Flexibilität, dass du das Ganze symmetrisch anschließen kannst. Ich muss sagen, 2 Sätze habe ich sicherlich nicht mitbekommen, weil ich schon mal Fragen gelesen habe, parallel Okay. hier, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Aber du hast gerade mit den Class G-Endstufen, wie Frank gerade auch schon sagte, eine schöne Basisspannung im Class A-Bereich und kannst mit den Arcam-Endstufen eben hochgehen bis 1 Kilowatt pro Kanal. Ich sag mal, damit kannst du dir ganz interessante Systeme eben aufbauen. Du hast eine hohe Flexibilität durch die 16 Kanäle, die du eben ansteuern kannst, voll symmetrisch. Ja, da hast du schon ein schönes Herzstück für eine Anlage. Okay, very nice. There's an English question for you, Nick, from the German guys here, which are looking to us and which are chatting here with us. What are the differences in the preamp processing sections of 20, 30, and 40? Talking just about the preamp, not the amplifying. Are there any differences? That's a very easy question because there are absolutely no differences. The preamp section of all 3 products is identical. Okay, simple. Good. Yeah. Okay. Okay. So this is a very nice one. Okay, let's go to the next one, please. So, und dann sind wir schon bei der PA 720, 7-Kanal Class G Verstärker mit selbstverständlich Ringkerntransformator und ja, ordentlich Power, wenn nur 2 Kanäle im Betrieb sind, also im Brückenbetrieb. Wenn 7 Kanäle betrieben werden, gibt es 120 Watt pro Kanal. Also das ist schon eine ernstzunehmende Endstufe. Wahrscheinlich hat die auch ein ernstzunehmendes Gewicht, ne? Ich habe sie noch nicht getragen, aber ich habe sie nur gesehen und es macht schon von außen einen guten Eindruck, ja. Okay, good. Okay, let's have a look. I will take a look on some of the other questions which is coming here inside the chat. Okay, there is the question with the AV40, Nick, sub 1 and sub 2. There are available. Can you work with the 2 subs with a delay to use a DBA, a double bass area perfectly? Is this possible, or we need a separate DSP processor to make it the best? The sub 1 and sub 2 outputs that are on that product are effectively a Y splitter with a level control. However, if you reconfigure some of the other channels, so channels 13, 14, 15, or 16 to subwoofers, then they have their own subwoofer DSP channels, and then you can do an awful lot of processing with that, yes. Okay, das heißt also, man kann es mit 1 und 2 nicht so direkt machen, da kann man den Level verändern, wenn ich das richtig verstanden habe, aber habe ich eine Konfiguration, wo ich dann eben bis zu 4 Subwoofer anschließen kann, weil das ja möglich ist, wenn ich nicht alle für die normalen Lautsprecher benötige, dann habe ich gewisse Korrekturmöglichkeiten. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wunderbar. Okay, alles klar. Ja, ob es bei uns die Vorstufe mit einer Trinov und Co., das wird mal schauen, was wir in den nächsten Monaten alles hinbekommen. Wir schauen mal. There is a question. GBL is also a brand which in your company, ne? Also in your group. And there is a SDP55, and the people are asking for a difference between the GBL SDP55 and Arcam. Is there any difference there by firmware or something, or is it only because we have 2 different brands with 2 different channels for the distribution and sales? It would be untrue of me to say that they were not based upon the same platform. However, there are significant differences. There is a higher grade, there's obviously the industrial design that you can see by looking at them. Yes. There is a higher grade DAC in the JBL products, the ESS Pro Hyperstream 2. There you also have the Dante digital audio feature in the JBL synthesis product. So you can connect to Dante enabled digital amplifiers rather than use multiple analog cables. And those products will also feature a Logic 16 immersion upmixer algorithm. Das hört sich nach nicht gerade wenig Unterschied. There's not little difference. It seems to be a little bit more difference between both machines, ne? From the platform. Okay, also Dante hat er schon geschrieben, ist ein Unterschied, aber es gibt immer auch einen anderen, was war das, Prozessor, Wandler war ein anderer drin und noch einige weitere Features. Also wir reden definitiv nicht über identische Geräte und somit ist die Antwort eigentlich klare Antwort, ja, es sind keine identischen Geräte. Mein lieber Alexander, ich werde dir das noch beantworten, was das Thema Delay angeht. Das ist nicht vergessen, kommt aber später.
So, was haben wir noch? Oh Gott, sind die Endstufen frei zuweisbar? Wie heißt das denn nochmal? Can you address yes, yeah. please. Can you address the power amps of each each channel individually, Nick? As an example for B-amping, for surround left and right. This is one of the questions coming. Is this possible? Again, not currently, but with the flexibility of the platform in future software updates, that's certainly something we could consider. Currently, we allow the channels 6 and 7, which could be used for surround back, to be used as powered channels for bi-amping left and right, zone 2, surround back left and right, or also height 1 and 2. So if you say you had just a 5.1.2, a basic system, you could do that with the product as it stood, or if you just had a 5.1 system, you could bi-amp your left and right speakers. But on the AVR 10, 20, 30 and AV40, you have the channels 13 to 16. Like I say, currently you can't do that. However, with the software flexibility that we have, it's certainly something we could look at in the future. Ich mache es kurz, ja. Das hängt von der Software ab. Man kann das machen, aber es ist von der Zukunft abhängig, dass man da noch diverses zusammenmachen kann. Is it on the roadmap, Nick? Are you thinking about to make it in the next few months because it's on the roadmap? Yes, yeah. I mean, the thing is, with such flexibility, there's so many things we can do. That's why I'm very interested to participate in things like this, because this is giving me real feedback of what customers want. Absolutely. That's the point, that we have really the guys here which are paying the money for your products and which have sometimes nice wishes, which are maybe for a lot of other people very interesting too. Yeah, and we absolutely truly appreciate them spending their hard-earned cash on our products. Perfekt, okay, we can repeat this. Okay, also das war eine gute Information, dass da also auch dran gearbeitet werden kann und er wirklich auf euer Feedback hier in dem Fall wirklich viel Wert legt. The next question is, it's again with the point with the what is it called, the amplifier outputs, if you can address them for free. That means, can you do it with that you have the amplifier for the lower, was heißt nochmal, für die untere Ebene, sorry? Lower level. Lower level, and that you have for the external amplifier, and that you have the internal output from the amplifier only for the heights. Is this possible to separate this? On the models, the AV10 and AVR20? Not on those models. Those channels are linked. The pre-outs and the internal analog inputs to the amplifiers are linked in hardware. However, like I say, we have flexibility in the additional channels, the 13 to 16 channels. So that in your example, there would be a level of redundancy. Okay, heißt, würde momentan nicht gehen. Habe ich das richtig verstanden? Diese Differenzierung auf der unteren Ebene, separate Endstufe, und die obere Ebene über die interne Endstufe. Ja, das liegt daran, weil es eine feste Verdrahtung gibt, also feste Anschlüsse, die nicht durch Software gesteuert sind für die untere Ebene. Was bedeutet, dass ich die eingebauten Endstufen nicht beispielsweise für die Höhenkanäle nehmen kann und für die Frontlautsprecher meinetwegen etwas stärkere externe Endstufen. Okay. Okay, why shouldn't I buy the AVR20 and use it purely as a preamp just because the 40 has XLR outs? That's a very difficult question to answer. Balanced outputs are usually done for longer cable runs. So if your preamp is a distance from your power amp, then the AVA40 will definitely give you a performance advantage. If, however, the amplifiers are relatively close to the preamplifier, then a single-ended connection should be, within reason, just as good, depending on the quality of your cables, all things being equal. So absolutely, that's a possibility. Also das hängt von der Kabellänge ab, habe ich gerade verstanden, ja? Also die eine Variante, wenn das eine lange Entfernung wäre, dann würde man lieber den AVR nutzen. Habe ich das richtig verstanden? Also die reine Vorstufe? Umgekehrt. Also wenn du die
AV40 nutzt, kannst du sehr lange Entfernungen von der Vorstufe zur Endstufe überbrücken aufgrund der XLR-Verbindung, die deswegen ja auch im professionellen Bereich verwendet wird. Das ist also der große Vorteil, weil sie deutlich störfester ist. Okay. Und wenn du aber keine langen Wege hast, ich sag mal so 1,50 Meter, 2 Meter ist da auch überhaupt kein Problem, dann kannst du problemlos auch die anderen Geräte als reine Vorstufen verwenden. Okay, klare Antwort. Has the AV40 rack mount ears? No, it doesn't. Although Middle Atlantic, the rack mounting company, do provide a solution for that. So it's kind of like a tray that the thing sits into a rack with a face plate that goes around the front. So Middle Atlantic are your go-to people for that. Ja. Okay, also es wird von Seiten eines Zulieferers, das ist nicht ganz unbekannt, ein Rackhersteller, Middle Atlantic heißt der wird Zubehör anbieten, mit dem man das Ganze dann perfekt installieren kann. Also ein solches Gerät dort drin. A question to the former models, Nick, I hear from a customer, Christoph G. Will there come updates, bug fixes for the 390, 550, 850? There is a problem in the latest update when you restart the device. I have no idea. Do you know something about the problem about restart the device with the latest software? Like any software product, there are some known issues. We've obviously been focusing on the new platform, but yes, that's not to say that we are going to ignore the previous customers. So I think once we've really got this new platform settled and put to bed properly, then I've absolutely every intention of revisiting the old platform and hoovering up, the outstanding issues. Also, es ist so, dass jetzt momentan der Fokus natürlich auf die neuen Produkte gesetzt und die Kapazitäten sind natürlich auch begrenzt. Und jetzt, wo noch alle zu Hause arbeiten, ist es natürlich noch schwerer. Aber sobald eben die neue Plattform weitgehend soweit stabil und alles perfekt läuft, wird man sich auf jeden Fall mit der älteren Plattform 93, 55, 850 nochmal beschäftigen. Ich würde vorschlagen, lieber Christoph, schick uns mal eine kurze Mail an info@grobi.tv und definier nochmal ganz klar diesen Punkt, den du gerade geschrieben hast, was da passiert. Ich leite das dann gerne mal weiter. So, was haben wir sonst noch? Jetzt reden wir plötzlich über Autos, das ist auch interessant. Ja, was haben wir denn sonst noch? Why do the amps have change in and out? Sorry, could you repeat, please, Patrick? No problem, Nick. Why do the amps have change, also RCA, in and out? It means the connector. Why is it? It's really just a loop through. So if you were daisy chaining, if you were biamping channels, you could put in the picture that we're looking at now of the PA720, if you wanted to biamp all of your channels, you could run one single cable to the in, the out to the in of a second amplifier, and then biamp all your channels. Also ich habe eine Art Durchschleiffunktion, habe ich richtig verstanden, ne? Ja. Okay, alles klar, haben wir das auch geklärt. So, now is coming a question to Direct. Direct ist... Was hast du noch an, Frank? Hast du noch was an Charts dahinter? Oder, weil wir müssen sind noch ein paar Charts, die sind aber nicht ganz so wichtig. No, okay. Das ist die PA240, die jetzt kommt. Da gehen wir ganz schnell mal durch, wenn es recht ist. Oder? Ja, gerne. Ja, klar. Okay. Ja, die PA240 ist die stärkste Endstufe von Arcam als Zweikanal, kann aber auch gebrückt werden, dass man noch mehr Kraft hat und 1000 Watt in einem Kanal an 4 Ohm. Das ist ordentlich und da kann man fast schon mit schweißen. No? And you need a very special power contract from your electrician power contract. Ja, das sowieso. Und man braucht auch keine Heizung mehr, weil warm wird es von ganz alleine. Okay, no separate heating, yeah. No separate heating and very nice and cozy in winter times. Also ganz toll zu Winterzeiten. Und was es noch nicht gibt, das ist die PA410. Das ist also eine ganz tolle kleine Endstufe. Ja, die sieht sehr schmal aus. So auch noch nicht da gewesen in Class AB. Sie ist auch verhältnismäßig günstig im Vergleich zur alten, sage ich mal, P429, die in Class G war, auch eine 4-Kanal-Endstufe, aber die war deutlich teurer. Und das war ein kleines Problem für viele, die ein bisschen Dolby Atmos damit machen wollten. Und weil ein paar 100 Euro sind halt ein paar 100 Euro und die PA410 kostet
1600 und ist somit hochinteressant als Zusatzendstufe, Vierkanal-Zusatzendstufe für die integrierten Receiver. Ja. Warum hat die einen USB-Anschluss, was ich da gerade sehe? Ist das für Updates oder was braucht die da? Und LAN? Nick, question, what is the USB connection for? On this piece- And the network connection, both. On all of the amplifiers, they have a USB connection for updates because amplifiers, even amplifiers these days, contain software. No, really? And the network, like the RS-232 port next to it, is for control. Yeah, So and you can then have IP and RS-232 control of the products. okay, super. Also der USB-Anschluss ist tatsächlich auch für Updates, weil mittlerweile auch Endstufen-Updates nutzen können oder gebrauchen könnten. Und die anderen beiden, die RS-232 als auch der Netzwerkanschluss, sind für die Integration in den Smart Home, also Crestron, RTI und Co. Installation. Okay, you have an idea when the product will be available roundabout? In the next 2 months, 3 months? Probably about the next 3 to 4 months. Okay, perfekt. Das ist ja nun wirklich eine sehr kompakte Endstufe, die sicherlich nicht ganz uninteressant sein dürfte. Okay, next one, please. Ja, ich glaube, jetzt wird es, ja, oder ist nicht mehr ganz so super spannend. Das sind jetzt Konfigurationen, die man machen kann mit den einzelnen Geräten. Und ich klicke einfach mal durch. Das findet man beispielsweise im Dolby Atmos Manual oder in den Auro-Informationen und so weiter. Also hier wird gezeigt, was man mit den 16 Kanälen zum Beispiel anfangen kann. Und natürlich ein paar Kombinationen. AVR 10 mit dem zuletzt erwähnten 410er Power, Verstärk-Power Amp als 714 Anlage. Dann eine wunderschöne 914 Anlage mit ordentlich Fump. Und, See, this is what I was referring to earlier. So this is a dream of everybody which is home cinema fan. We call it the Tower of Power. Tower of Power, Power Tower, yeah. Ja. In der Tat hatten wir so etwas Ähnliches mal auf einer High-End aufgebaut mit CAF-Referenz. Das war vor 3 Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Das war also schon sehr, sehr eindrucksvoll und war damals als bestes Heimkino oder Kino generell auf der High-End in München gelobt worden. Also es war dann mit noch ein paar mehr Endstufen, weil die alle im Monobetrieb waren oder größtenteils. Wow. Okay, let's speak about Direct. Direct, Nick, is a software which you will get from a supplier, a partner. There's a company which is behind the software and it's integrated from them in your hardware. Is That's it so correct, the yes. right way? That's yes. So it's Dirac Live are based in Dirac are based in Uppsala in Sweden. So university spin-off company, incredibly clever bunch of people. So yeah, happy to be partnered with them. Okay, also Direct ist eine externe Firma, die sitzen da in Schweden, sind da wohl ziemlich clevere Leute und haben eben diese Software entwickelt, die jetzt eben an diverseste Hardware-Anbieter seit Jahren angeboten wird. Die integrieren das. Wir wissen ja von Sound United, Denon Maranstad, dass dort Odyssey installiert ist. Hier ist es eben Direct und jetzt hat es ja in den letzten Monaten einiges an Informationen gegeben, dass das Direct-System sich nochmal verändert hat und dass es nochmal überarbeitet und erweitert worden ist. Nick, the question is, there was a lot of rumor in the market that there is now coming in a kind of new generation with additional features of the Direct software. So the question is, can you tell us in short sentences, what is the main difference for you in the new Direct generation and what is the new features inside the machine by Direct? Well, I mean, what we've got on the screen is the new user interface for Dirac. Okay. And this is the Dirac Live algorithm. Now, it's worth remembering as well that Arcam were effectively the first people to use Dirac Live in AV receivers. So whilst everybody's implementation of Dirac Live is notionally the same, we have quite a few years more experience than many of our competitors with this algorithm. But in terms of what's coming and what we're working on, there's a Dirac Live bass correction
algorithm that we're working on implementing with the Dirac crew, and that's going to be quite exciting. That will allow you to use multiple subwoofers together to correct the bass response of your room. So effectively take the Dirac Live algorithm to the next level. Okay. Dennis und Frank, wenn ich es richtig verstanden habe, also es gibt einen großen Unterschied im Bassmanagement. Man kann jetzt mehrere Bässe differenzierter irgendwie einmessen und einrichten. Ja, das ist richtig. Wie es genau funktioniert, wissen natürlich nur Arcam und Dirac allein, aber das Problem in der Vergangenheit war ja immer, mehrere Subwoofer gleichzeitig abzustimmen. Kannst du noch das Mikrofon am Mund ein bisschen näher halten, bitte? Danke. Sorry. Ja. Problem der Vergangenheit war, mehrere Subwoofer untereinander gemeinsam abzustimmen. Und Dirac hat mit Arcam zusammen einen neuen Algorithmus entwickelt, um da einfach ein perfektes Ergebnis zukünftig liefern zu können. Das wird dann als Zusatzoption angeboten werden von Dirac, weil Arcam ist da raus. Ja, das läuft direkt über die Dirac-Webseite, wenn es dieses Update einmal geben wird. Okay, that means you have a basic features of direct integrated in the amplifier and the preamplifier. And if you like to have additional features like this new bus management, you need to pay separately a fee to the direct guys from on their homepage? That's correct, yes. What you do get, and probably worth mentioning, and it's on the screen here, is that compared to the previous models, which only had one slot, and again, if you could go back with the benefit of hindsight, we might have done something differently the first time around. But we now have 3 memory slots, so that's, I think, a big improvement for people. Also du hast 3 Speicher, mit denen man verschiedene Einstellungen abspeichern kann. Und man könnte 3 verschiedene Messungen machen, Einstellungen machen, um sie dann auch später wahrscheinlich leichter zu vergleichen. Man schaltet mal auf die eine und auf die andere Einmessung. Kann man sich das so vorstellen? Ja, das ist natürlich einerseits zum Vergleich ganz gut hilfreich. Auf der anderen Seite ist es aber auch möglich, unterschiedliche Konfigurationen gleichzeitig in dem Gerät zu sichern, die einfach nur durch den Tastendruck umgeschaltet werden können für Kino und für Musik im audiophilen Bereich, weil das können die Geräte ja auch hervorragend. Und der Anspruch vom Heimkino ist eben anders. Da sind ja gewaltige Explosionen wichtig, was aber bei audiophiler Musik nicht der Fall ist. Und viele möchten natürlich tolle Filme sich anschauen und auf der anderen Seite auch mal eine ruhige Minute mit ja, schöner Musik genießen. Und Okay, da macht das viel Sinn. Okay, thanks. Let's go to some of the questions which come in the while. There was one is, will direct bass management come to the Arcam GBL AVRs? Yes, it will. And how is Auro 3D implemented newest version? Yeah, it's the Auro 3D version which we know from everybody. Sorry, Patrick. No problem. The first question was, is inside the Arcam GBL is the direct bass management? Of course, it is inside. And you need to have a separately additionally version when you like to have more features with the bass management to pay separately. This is both for Arcam and GBL. Just for Arcam, it will come. It will come with the JBL products. Okay, GBL will get the whole package. Yes. That's the reason why it costs a little bit more. Part of it, yes. Yeah. The Dante feature costs more, and yeah. Yeah, but it is. Okay, and Auro 3D is implemented in the newest version. I don't know, a newer version than the version we know from all the other ones. That means it's the version. I think so. You know, this is one of the things where there's internal version numbers that aren't normally made public, but I can assure you we have the very latest version of Auro 3D that we're certifying. Okay, perfect. So, now it's coming, a question from Mr. Sven Mustermann. Hat die Trennfrequenz der Lautsprecher auch bei den neuen Modellen eine Auswirkung auf den LFE-Kanal? Bei den Modellen 390 fällt der LFE-Kanal nämlich genau dort ab, zum Beispiel 80 Hertz und LFE. Mein lieber Dennis, kannst du mir helfen beim Übersetzen? I have to read it to Trennfrequenz der Lautsprecher. Ja, ich habe die Frage inhaltlich verstanden, aber ich muss es besser lesen, damit ich es auch übersetzen kann. No problem.
He's asking, he's telling us there's a problem with the AVR 390 where the LFE channel is affected by the cutoff frequency. It's sloping. If this will be in the new direct version. So if you go up in the frequency near the frequency to the main speakers, the LFE starts sloping to the point of the crossover frequency. So I don't know that this is happening. I would be unsure about that one. I mean, the basics of bass management are where you set your crossover point with your subwoofer and your speakers. The idea is that the two marry together. So I don't understand the specific. I'd need to see the specifics of what your customer is asking. But if he's saying that slope, it's got a low pass on the subwoofer and a high pass on the speakers, then that would be intended behavior. Okay, now I understand. We have two separate bass channels. We have one bass channel, which is the bass from my main speakers. Mm-hmm. That's what's left. Yeah. He's telling us it also affects the LFE channel, and this should be flat. There should be no sloping up to 120 hertz. That should be flat up till then. And he said it's also sloping, like the other sub-channel. I'd need to check that, but I'm pretty sure that's not the case. The LFE channel is indeed, I believe, limited to 120 hertz. Yeah. As a channel. Because it's also affected by the crossover frequency, and that should not be happening. We all agree on that. I haven't seen this phenomenon, so... Me neither, I'm sorry. Okay, Mr. Sven Mustermann, we know you, and he knows me, and maybe you can send us an email to info@groby.tv. That would be the best way, and then we can send it to Mr. Nick. Yeah, I'm not... yes, I think Let's do it the way. Let's do it the way. That is very easy and the best way. Okay? So, hat bzw. wird für die AV ein manueller EQ kommen. AV40, will it have a manual equalizer? AV40? Well, you obviously within the Dirac application have quite extensive controls, but there is also a very simplistic parametric EQ for bass and treble, which can be set per input on all the products. Okay, also man kann mit Direct einiges individuell einstellen und somit wäre die Frage eigentlich mit Ja zu beantworten, wenn man Direct dafür nutzen möchte. Und das geht ja eben dafür. Ja, ich glaube, die Frage war hier wirklich ein klassischer parametrischer Equalizer mit Breite und Güte und so. Und das werden wir eben nicht haben. Also wir haben Höhe und Bass für die einzelnen Kanäle. Wir haben die Einstellmöglichkeiten von Direct, aber wir haben keinen Vollband-Equalizer mit mehreren Filtern eben pro Kanal. Okay. What's about Roon? We spoke yesterday on, it was yesterday? It was yesterday? No, it was on Tuesday. We spoke about Roon ready, Roon tested. Is anything from Arcam for the future or now Roon ready, Roon tested? Well, the Arcam Solo Uno, which is a small streaming amplifier that you just add speakers to that we haven't spoken about here, is Roon ready. And we are putting all of the AVRs and the SA30 amplifier through Roon Ready certification at the moment. Okay, also it means it will be for the future. You're working on it. It's in progress. Yes. Fantastic. Also es wird daran gearbeitet, dass die Roon Ready bekommen, die Zertifizierungen laufen. Das zieht sich ja alles hin und im Moment auch wahrscheinlich länger als sonst, weil auch da wird natürlich weitgehend von zu Hause im Moment gearbeitet. Das ist definitiv weltweit überall das Gleiche. Okay, good. Next one, Nick. Wenn man if you are using the fronts from the AVR20 with an external amplifier, do you have then more power for the rest of the amplifiers, for the rest of the loudspeakers? Yes, you would do. I mean, the power supply is shared amongst all the channels. If the channels are not being actively driven into a load, then yes, you do. Okay, also ja, wenn man da Leistung über externe Endstufen an die vorderen beiden gibt, hat dann die restlichen Endstufen kriegen natürlich mehr Unterstützung durch das eingebaute Netzteil und somit steht streng genommen mehr Leistung nochmal zur Verfügung. Okay. Is it possible to equalize single LS or only pairs? For example, can you change volume, delay, equalizing for only front left, and have different settings for front right? I think it has also to do with the Direct. Is it possible? Yeah, I mean,
the speakers are automatically grouped in pairs. So with the exception of the center, obviously. So left and right are grouped, surround left and right are grouped, surround back left and right are grouped, as are the height pairs as you go along the. Yes. But you can ungroup them. So when you see them in the right-hand side of the direct screen as a grouped pair, if you just pick on the speaker that you want to move it outside of the group, you can split them. So yes, that's a long way of saying yes. Also grundsätzlich geht es, die werden eigentlich immer als Paar eingemessen, aber es geht eben über eine manuelle Einstellung auch einzeln. Habe ich soweit richtig verstanden, ne? Und auch übersetzt dann. Okay. They're automatically grouped as pairs because it's normally natural that what you do to the left, you want to do to the right as well. Absolutely. Absolutely. But you have an individual possibility. Yeah, I mean, that's one of the great things about this Dirac scheme that we've implemented. Okay, also it's das haben mit dem neuen. Flexible. You are more flexible with the new direct generation. Mm. Okay, also ihr könnt etwas mehr mit der neuen Direct, geht eben auch diese individuelleren Einstellungen, wie er es uns gerade gesagt hat. Das wäre möglich. Oh Gott, what is the name for Dämpfungsfaktor? Damping factor. Damping factor? Right. Yeah. Okay. The question is, what is the damping factor by the end by the amplifier? Sufficient. I don't know the number off the top of my head. Frankly, with Class G amplifiers, it's not really a factor, pun intended. Ist nicht wirklich aussagekräftig? Bei den Class G-Endstufen spielt es quasi keine Rolle. Okay, alles klar. Dann haben wir das da auch geklärt. Frank, hast du noch Folien? Sonst können wir uns ja wieder groß machen, oder? Ja, genau. Macht euch doch mal groß, weil wir direkt jetzt nicht weitermachen. Genau. Das war's dann. Jo, machen wir. Danke. Super, klasse. Gehst du unten raus? So, ja. Bildschirm freigeben. Dann sind wir doch wieder da. Ah, four nice guys. Okay, good. So, the next question. Warum hat man, okay, why is there no possibility after the direct measuring that you can manually change the volume from each loudspeaker? You can. You can or you can't? You can. With the new generation, with the new direct, or we speak with the old direct? With both. You could change it with the old one. You could go in and change the level and the delay. Okay. Yes. Clear answer. Also es geht, mein lieber Benjamin, es würde funktionieren, sagt er, mit der alten, bisher bekannten Variante und der neuen Direct-Variante kann man manuell die Lautstärke ändern und auch den Delay, also die Verzögerung. Das ist nach der Direct-Einmessung möglich. Schauen wir mal. So, dann haben wir, was haben wir sonst noch? Oh, Wir hatten sonst noch die Delay-Sache, da habe ich heute selbst was gesehen. Okay, bitte, mach du in der Zeit. War 2 Nachkommastellen. War also gar kein Thema. Es wurde gerundet. Genau, das war Delay. Genau. The question earlier was if it's only possible to change the delay by 10 centimeters, maybe in an old version, but I did it today and it was down to 1 centimeter. I can change the delay. Sometimes it rounds up or down because I think it translates it into milliseconds, but it does it. It's actually an inches. It's actually an imperial metric conversion. Yeah. So it goes like 2 centimeters, 3 centimeters, 2 centimeters, 3 centimeters. Also auf Deutsch nochmal, ich habe heute selber erst die Einmessung gemacht mit der aktuellen Firmware-Version, mit der aktuellen Dirac-Version. Und es wird standardmäßig nur eine Nachkommastelle angezeigt. Wenn man aber eine zweite Nachkommastelle eingibt, dann bleibt die auch stehen. Mal geht die 1 Zentimeter rauf oder 1 Zentimeter runter, weil eben die Konvertierung in Inches ist, wie er gerade eben sagte, eben durch die Maßeinheiten, die Wandlung. Aber im Endeffekt hatte ich kein Problem damit, wirklich das auf 1 Zentimeter, wie gesagt, bis auf die Rundung dann mal einzugeben. Gut, perfekt. Good also question. was aktuelle Software ist ja immer die Sache momentan, wir haben ja noch einen kurzen Ablauf, was die Software angeht. Es kann teilweise sein, wenn man was getestet hat, dass es 3 Wochen dann vielleicht schon mit drin ist. 3 Wochen Okay. Später. Okay, then there is something describing his personal experience with an AVI 550. What could be the issue when you have direct live, don't find the AVR, even if ping is successful? Oh, this is a network software problem? Yeah, unfortunately, that is unfortunately a massive can of worms. You know, when you're dealing with networks, it would be, I think, borderline impossible for us to try and diagnose it in this forum.
at the risk of sounding patronizing, I would suggest that you simply turn the AVR off, turn the computer off, reboot both of them, and try again. I know that doesn't sound like a great answer, but ja, I know. Also er meint vielleicht vielleicht noch mal erstmal das und Dennis hat vielleicht eine Antwort. Also die erste Antwort war ein- und ausschalten, mal komplett die ganze Anlage nochmal neu komplett starten. Jetzt winken beide. Dennis zuerst. Ja, also ich hatte es auch schon 2 oder 3 Mal. Bei mir war es bei beiden Male, ist natürlich nicht die sicherste Variante, aber von da kann man losgehen. Firewall vom Router auf, Firewall von Windows auf, also alles wirklich mal durchlassen und spätestens irgendeine Firewall-Einstellung findet man dann, die diese Kommunikation blockiert. Das hat bei mir eigentlich immer geholfen. Also spätestens, wenn alle Firewalls wirklich auf waren, hat die Kommunikation auch stattgefunden, muss ich sagen. Das ist jetzt das, was ich aus dem Alltag berichten kann. Frank, ich weiß nicht, was du noch hast als Tipp. Ja gut, also wir haben ab und zu Probleme bei Kunden, die beispielsweise mit dem Rechner über WLAN reingehen und dann zum alten AVR über LAN rausgehen, dass es da Probleme gibt. Oder wenn eben zusätzlich in einem größeren Haushalt noch Switches installiert sind, Power-LAN, irgendwelche Extender, die zu Problemen führen in der Gesamtkommunikation über den Router. Und zum anderen sind manche Router auch schlichtweg überfordert, weil die Router sind ja nicht nur einfach Router und arbeiten alle gleich. Es gibt da auch ganz dramatische Unterschiede, was die Performance angeht. Beispielsweise haben 5.2 GHz Dualband-Router wesentlich bessere Prozessoren, was man dann im Endeffekt aber auch in der Stabilität sehen kann für das gesamte Netzwerk. Also es sind unglaublich viele Faktoren, die einen Einfluss haben können. Und da kann man einfach nur hingehen, wenn man das jetzt testet und alles abklemmen, ja, was irgendwie zusätzlich noch läuft und auch vor allem ausschalten im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung und dann ganz einfach mal direkt mit dem Router verbinden. Und dann kann man ganz einfach mehr und mehr dazuschalten und das Netzwerk erweitern. Und irgendwann wird es dann vielleicht klemmen. Und daran muss man dann eben arbeiten. Good. So good. A lot of network know-how and ideas. Okay. Okay. Let's go again to one question, which I know also from other amplifiers again and again. The question is, why is there no possibility to work with the preamplifiers and to say, I like to use my front preamplifiers, not because I have a separate amplifier for my front loudspeakers, and then to use this both front amplifiers, maybe for the tops. Is this kind of configuration not possible, we heard? No, I think we spoke about this earlier. Yes. It's the internal connection to the preamps is the same as to the amplifiers. I understand the reason for asking the question, but it would have added quite a lot of complexity in terms of hardware and user interface for a very sort of top-end niche of customer. So, ultimately we have to make decisions and choices when we're engineering products, and that was one that we made. Like we've said before, if you want to use an external amplifier, there will be a level of redundancy, unfortunately. But we also have a good insight into how our products are used. And indeed, one of the slides that Frank showed is that even though we're making 12-channel and 16-channel receivers here, the most common configuration we see is still 5.1.2. No, 5.1.4, please. Well, Yeah. it's definitely trending that way, but it's still, anytime we see a unit back for service, we look at the setup, look at the configuration and the setup, and that's still the number one configuration. No, really? I'm afraid so. That's a pity, because and you I and me know agree. you need 4 loudspeakers to have the full 3D life and pleasure. Yeah, I totally agree with you. Thank you very maybe much. people don't have the room, or Yeah. individuals' choices.
Okay, also es hat einfach damit zu tun, dass die Konfiguration eines solchen Verstärkers, der diese Möglichkeiten bieten würde, wie jetzt hier gerade der Benjamin fragt, einfach einen anderen Aufbau hat, der natürlich auch teurer wird und man muss sich natürlich irgendwo mal zu etwas entscheiden und man sieht diesen Markt nicht in der Menge, die diese Anforderungen haben und aus dem Grunde hat man das weggelassen, das ist der wesentliche Punkt. Interessant, sagt er, ist eben, dass viele Kunden zu Hause anscheinend eine 5.1.2-Konfiguration haben. Da haben wir ehrlicherweise jahrelang, reden wir darüber, dass das unserer Meinung nach nicht wirklich ein echtes 3D-Sounderlebnis bringen kann, weil ich sage immer das Beispiel, vorne kommt der Hubschrauber oben angeflogen und dann fällt er runter und fliegt unten weiter. Habe ich aber meine 4 Lautsprecher, dann höre ich den natürlich wirklich über mich. Also ist alles, was da nur mit 2 Lautsprechern mir als 3D-Sound verkauft wird, unserer Meinung nach ein, ich weiß gar nicht, Kompromiss kann man es vielleicht gar nicht mal nennen, weil Kompromiss würde mich bedeuten, der hat einigermaßen das Erlebnis, das ist meine Meinung. Und das ist nicht der Fall. Ich muss dich mal unterbrechen. Ich muss da mal für die deutschen Anwender eine Lanze brechen. Das ist ja gar nicht so. Der Nick spricht natürlich vom britischen Markt. Und was du da sagst, ne, das ist natürlich für den deutschen Markt gültig. Wir predigen auch. 4 müssen mindestens an die Decke. Ja, genau. Also he said that is maybe especially for the English market. He thinks that the German market has the 4 loudspeakers under the ceiling. I have no idea. Well, I have no idea. Frank knows his market, so I suspect he's right. Also our customers, the Groby customers, they have minimum 6 loudspeakers under the ceiling. There you go then. So ja. Glücklicherweise sind wir ja auch Kev und wir wissen, was wir an die Händler verkaufen und was die verkaufen. No? Das ist doch schön zu hören. Alles klar. Okay, that's nice to hear. Do you have your 3D sound layout in the moment in your cinema, or you have no time to install it, Nick? It's well, my room that we are in right now is only the size of a UK garage, so it's because that's what it used to be. It's not really big enough to have that many speakers in, so slightly controversially, I only have a 4.1.2 setup here. 4.2? No. 4.1.2, so no center speaker. Why? Purely the aesthetic, because well, not purely the aesthetic. Where else would I put my Lego Millennium Falcon? No, I've got an Arcam AVR30 here. Yes. And the stereo imagery is superb. So for me personally, because I'm, it's a controlled room, I'm usually the only person sitting here. I'm that sad. With a great stereo image, not having a center speaker, to me, is a benefit. Okay, we will visit you. We can show you that you can have in the smallest room ever also 3D sound systems. Yeah. Next time we will visit you. Okay, well, you've already promised me a new screen and projector, so... Yes, we promised you a lot of things. Okay, also der Gute hat kein Center, hat wirklich eine 4-1-2-Anlage momentan, aber das liegt daran, dass wohl da, wo der Center steht, der Millennium Falke aus Lego steht und der ist einfach momentan wichtiger von der Position und da die Anlage einfach einen coolen Stereo-Sound haben, ist er absolut zufrieden. Wobei ich glaube, im Moment hat er kaum Zeit, da wirklich in den Raum reinzugehen. Okay. Yes, of course. One of the main questions in the last 2 years, we got this in 2 days. 2 years was, what's about the Auromatic? Can you use it with Dolby Atmos tracks and with DTS? We know there was last year the big fight that Dolby tried to stop it, that a Dolby track can use by Auromatic, but then they go away from the market, said, okay, we stop it. We have no problem that you can use it. So I think there's no problem on the Acoustics machines. They will support all the formats. That's correct. Yes. I mean, we... as a manufacturer, we have to be codec agnostic, and we also have to follow the rules set by the codec owners. So if Dolby says one thing or DTS says something, we are forced to follow it. Yeah. Everything is clear. The customer can decide by themselves what kind of format you like to use. Exactly, yes. By the way, why did you decide to work with Auro? Because a lot of people will say, okay, Dolby Atmos and DTS is the format which is worldwide mostly used. And the only guys which have the Auro are the Sound United guys, the Trinoff and the high-end machines also. Mm. But what was the reason for Acam to integrate the Auro 3D? We were particularly impressed with the Auromatic upmixer. We really liked that. And we had calls from customers for it. And ultimately, that's who we're serving. We want to serve our customers, and if the customers ask for it and it's possible, then we will do it.
It would be fair to say that there isn't a lot of native Auro material out there, but you know, it was customer calls that drove us. Okay, also die Gründe, warum Auro integriert worden ist, weil viele, auch mancher von euch sagt schon mal, ja, Auro ist ja tot und das wird ja wahrscheinlich gar nicht mehr lange in den Geräten vorhanden sein und hier ist ja genau das Gegenteil der Fall und es wird definitiv noch andere Hersteller geben, nach unserem Kenntnisstand, die da auch auf den Zug aufspringen, ist eben, dass man bei Arcam auch der Meinung ist, dass die Auromatik hervorragend ist und es war einfach ein Bedürfnis der Kunden. Viele Kunden scheinen nachgefragt zu haben, warum habt ihr nicht Auro installiert oder die Auromatik im Speziellen? Ja, und das eine hängt natürlich mit dem anderen zusammen und das ist der Grund, warum eben auch in den Arcam-Maschinen jetzt die Auromatik integriert ist, plus natürlich die Auro 3D-Wiedergabe für echten Content, aber er sagt natürlich auch zurzeit nicht allzu viel verfügbar, daher ganz klar sicherlich der Fokus auf die Auromatik. Okay, alles klar, very nice to hear. Logic 16, is Logic 16 something it's called by the GBL machines? Logic 16, it means 15.1? It's basically an end-to-end, i.e. any number of input channels to any number of output channels, upmixer that we've developed within Harman. So, and it's available on the JBL products. Okay, super. Okay, then using the app you have always, sorry, hingewing arbeitet mit phasenneutralen Filtern. Und da kommt, is one very technical question, I don't know. Is Direct working with phase-neutral filters? It uses mixed phase filters. So, Pardon? Yes. It uses mixed phase filters. Used mixed Phasenfilter, mixed. Yeah. Mixed okay. phase filters. Okay. So, good. So I think perhaps your customer's asking, is there a level of timber matching, or I don't want to use the phrase time domain correction because that's not true, but yes, there is. You know, it does help improve the impulse response rather than simply attacking the problem purely in the frequency domain. Okay, also habe ich das richtig verstanden? Ist alles drin, was er braucht, ne? War die richtige Übersetzung? Ja, im Prinzip schon. Also ob da wirklich was phasenkorrigierendes läuft, so habe ich es jetzt eben auch verstanden. You said it like phase correcting. I always describe it in reality. You put every instrument into the right place with the acoustical measurement. That's a good analogy. Yes, that's a good description. Everybody's walking around in the stage, and you put the equalizing on, and everybody is in its place. So becomes tight focused. Ja, also so beschreibe ich es auch immer, und das haben wir auch schon häufig gehört, dass durch diese Impulse-Response, die dort eben gemacht wird, hat man so ein bisschen das Gefühl, vorher waren alle auf der Bühne und haben auch das gespielt, was sie spielen sollten, aber sobald ich eben diese Korrektur anmache, und das gibt es in verschiedenen Stufen, das kennen wir auch von anderen Geräten, dann steht auf einmal jeder auf dem Platz, wo er hingehört. Und ich habe nicht mehr dieses Durcheinander im Klangbild, sondern ich habe es wirklich klar, schön strukturiert, nicht nur links und rechts, sondern auch vorne und hinten in der Tiefenstaffelung. Und das ist immer eine recht interessante Sache. Die bietet nun mal nicht jeder Hersteller. Sicherlich gibt es da auch verschiedene Ausbaustufen, wie Nick sicherlich auch weiß, aber das ist schon eine interessante Sache. Okay, Nick, I would say thank you very much. It was a long day for all of us. There was a lot of questions. We are nearly coming to the end. I was asking for the last question. Do you have any information you like to give to the public, to the customers, or to the potential customers? You like to tell? You have now the chance. Please, it's your time. Gosh, you put me on the spot there. No, I really would genuinely just like to thank everybody who buys our products, because, you know, it's really gratifying when you get a good review or you get a positive customer response. That really makes the engineering and the effort, because I don't know that many people really understand how much work, how many hours go into these products. They are insanely complex, and the team puts a huge amount of effort in. So to see that being appreciated, that people pay their own money for them, that they enjoy them, really means a lot to us. Perfekt. Also er bedankt sich bei allen, die hier zugeschaut haben und die natürlich dieses Produkt von Arcam kaufen, weil es ist wirklich eine Menge Arbeit, eine Menge Energie und eine Menge Zeit und schlussendlich auch eine Menge Geld, die da fließen, um diese komplexen Geräte zu entwickeln, zu produzieren. Und dann ist es natürlich das Beste, wenn man dann sieht, dass sie auch verkauft werden, weil der Markt diese Produkte mag und weil diese Produkte so gut ankommen, die Leute begeistert sind, das zu hören, so wie er sich das vorstellt, beziehungsweise den Spaß eben dieser Geräte genießen, die diese Geräte geben können.
I think it was a fantastic first time premiere. I would think we can do it, repeating it after the bad times. When we go again to office, we can make the presentations and we can explain the products by demonstrating the products. That would be powerful and perfect. That would be great. I mean, it's been fantastic social distancing with you guys this evening. Thank you for putting up with the translation duties. Ja, thank you very much. Also das war natürlich eine ganz besondere soziale Distanz, die wir heute hatten. Die waren ein bisschen mehr als 2 Meter. Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank euch allen, die zugeguckt haben. Morgen Abend reden wir über das Thema Kinomarkt. Das ist ja auch ganz spannend. Der war eigentlich dabei, sich gerade in bestimmten Bereichen weltweit zu verändern. Es gibt da neue Entwicklungen, neue Technologien. Und jetzt haben wir natürlich weltweit auch hier einen ziemlichen Stopp in allem. Und wir hoffen, dass die meisten oder dass alle Kinos, wenn es geht, natürlich wieder öffnen können. Und da haben wir Oliver Pasch, mit dem wir morgen sicherlich sehr interessante Informationen teilen können. Auch ihr könnt natürlich wieder viel fragen. Und am Sonntag ist dann Stefan Bock da, der uns erklärt, wie er Dolby Atmos Mischungen, Musikmischungen und Ähnliches macht. Und ich glaube, da werden wir auch 2 wirklich sehr spannende Stunden erfahren. Ich habe mit ihm heute Mittag telefoniert. Also er freut sich riesig drauf, mit euch da so seine Erfahrungen zu teilen, weil er ist ein Musikmensch durch und durch und hat tolle Produktionen gemacht. Und die aktuelle, die wir ja demnächst hören werden, ist Grönemeyer Mensch in Dolby Atmos. Da wird es dann auch wahrscheinlich so eine kleine Überraschung geben, aber bitte bis Sonntag warten noch 16 Uhr bei uns am Channel. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ich sage euch mal, thank you very much. Vielen, vielen Dank. See you next time. I hope live on maybe in Cambridge, and then we take a beer. What beer you drink in Cambridge? What is it with beer? Wide variety. There's so many in Cambridge, but I do like a good pint of Adnams, me. Okay, und der Dennis war schon da und hat eine Menge verschiedene Biere dort anscheinend kennengelernt. Mehr möchte ich nicht sagen. No, thank you very much. You're all invited, beers and punting. Super, danke. Alles klar. Ciao. Tschüss. Ciao. Good night.